Herzlich willkommen zur Börse am Mittag in diesen dramatischen Börsentagen. China eskaliert den Handelskrieg mit den USA. Auf alle US-Waren werde nun ebenfalls ein zusätzlicher Zoll in Höhe von 34% fällig. Das kündigte das Finanzministerium vor kurzem in Peking an. Dieser Zoll soll ab dem 10. April gelten. Er entspricht damit genau dem zusätzlichen US-Zoll in Höhe von 34% auf chinesische Waren, den Trump am Mittwochabend angekündigt hatte. Die Reaktion Chinas, die lässt den DAX heute noch weiter abstürzen. Er fällt daraufhin unter die Marke von 21.000 Punkten. Aktuell verbucht er ein Minus von 4,7%. Und die drastischen US-Zölle hatten gestern schon an der Wall Street einen Ausverkauf ausgelöst. US-Anleger fürchten, dass ein umfassender Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. Der Dow Jones verlor 4%, der technologielastige Nasdaq brach sogar um 6% ein. Das waren die größten Kursverluste seit dem Corona-Crash 2020. Trump hatte am Mittwoch nach US-Börsenschluss angekündigt, dass er einen Basiszollsatz von 10% auf alle Importe in die USA und höhere Zölle auf Dutzende anderer Länder erheben werde. Für die EU sollen dabei 20% gelten. Für China sind zusätzliche 34% vorgesehen. Und dazu begrüße ich Reza Darius Montaser, den Chefökonom der Braunschweiger Privatbank. Herr Montaser, Peking hat soeben Zölle in Höhe von 34% auf Importe aus den USA angekündigt und reagiert damit auf Trumps Zollhammer. Ist das jetzt der Beginn eines weltweiten Handelskrieges? Guten Tag, Herr Deffner. Ja, das nennt man wohl reziprok. Da haben die Chinesen mitgespielt. Die machen genau das, was der Donald Trump gefordert hat. Und ich denke, das könnte schon der Anstoß dafür sein, was wir in den nächsten Wochen und Tagen sehen werden. Und wird Trump mit seinem Zollhammer, den er am Mittwoch verkündet hat, die amerikanische Wirtschaft und zusammen dann auch mit den Gegenreaktionen, die wir sehen werden, in die Rezession stürzen? Das sieht sehr danach aus. Ich habe mal ausgerechnet, was das bedeutet. Gewichtet auf alle Länder, die er mit Zöllen belegt hat, müssen die Amerikaner ungefähr 26 bis 28% mehr bezahlen für Waren und Dienstleistungen, besser gesagt für Waren. Und das bedeutet ungefähr 300 bis 500 Milliarden US-Dollar Mehrbelastung pro Jahr oder pro Kopf ungefähr 1.300 US-Dollar Mehrbelastung. Wir wissen, dass das US-Wachstum ungefähr mit 64% beigesteuert wird vom Konsum. Und das bedeutet, dass wir letztendlich von einem Wachstum, was ich dieses Jahr erwartet hatte, für die amerikanische Wirtschaft von 0,9% auf minus 0,2% heruntergestuft werden. Sollte jetzt letztendlich diese Gegenzölle wirken und anfangen, letztendlich auch auf die Wirtschaft einzupreschen, dann wird es dazu führen, dass wir insgesamt dann minus 1,4% Wachstum dieses Jahr und minus 1,7% nächstes Jahr hätten. Das wäre dann eine Rezession. Und die USA sind ja nun unser wichtigster Exportmarkt in Deutschland. Wie stark werden uns die neuen Zölle zusammen mit den bereits gestern in Kraft getretenen US-Autozöllen treffen? Die werden uns auch relativ stark treffen. Allerdings, die Deutschen legen sich ja nicht mit der gesamten Welt an wie die Amerikaner, sondern wir haben die amerikanische Regierung als Wirtschaftsgegner sozusagen. Dementsprechend betrifft uns ungefähr 10,4% des Außenhandels. Und das würde umgerechnet im BIP-Wachstum ungefähr 0,3 bis 0,4% wegschneiden. Allerdings muss man sagen, hier gibt es natürlich Branchen, die stärker betroffen sind, wie die Automobilindustrie in Deutschland. Die wird ja frontal von den Amerikanern als Kernindustrie in Deutschland angegriffen. Und die würde natürlich deutlich leiden, wenn diese Zölle tatsächlich auch wirklich weitergeführt werden. Denn die Automobilindustrie arbeitet mit sehr, sehr hohen Fixkosten und letztendlich ein geringer Rückgang des Absatzes wird sie sehr, sehr schnell in die negativen Zahlen bringen. Dementsprechend ist es ganz wichtig, da es sich hier wirklich ein Frontalangriff der Amerikaner auf die deutsche Automobilindustrie handelt, dass die deutsche Regierung die Automobilindustrie irgendwie schützt und stützt, auch die Europäer insgesamt die Automobilindustrie schützen. Denn in Deutschland sind ungefähr 780.000 Menschen direkt von der Automobilindustrie abhängig. Ganze Regionen und ganze Zulieferindustrien kommen noch dazu. Und dementsprechend ein ganz wichtiger Prozess, den die Regierung starten muss, diese Kernindustrie zu schützen. China, wie eben besprochen, vergilt Gleiches mit Gleichem, 34% Zoll auf US-Waren. Wie sollte denn Europa auf die US-Zölle reagieren?
Genauso. Die Europäer müssen sehr, sehr schnell und sehr hart durchgreifen. Sie müssen sehr schnell Zölle erlassen, um letztendlich den Amerikanern zu zeigen, wir spielen das Spiel, wie ihr wollt, auch mit. Denn nur dadurch würde Donald Trump in die Knie gezwungen werden. Und er pokert sehr, sehr hoch, Donald Trump. Donald Trump glaubt nicht, dass die Europäer so schnell zurückschlagen werden, aber sie müssen es machen, die Europäer, denn Donald Trump hat nächstes Jahr Kongresswahlen und wenn die Amerikaner die Wirtschaftsschwäche spüren, wenn sie die Baisse am Aktienmarkt spüren, wenn sie in ihrer Tasche weniger Geld haben und wenn mehr Arbeitslose in Amerika herumlaufen, dann werden sie nicht mehr für die Republikaner stimmen und das will Donald Trump auf keinen Fall. Er will sein MAGA-Projekt durchziehen und das würde ihn in die Knie zwingen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Europäer hier ganz schnell und ganz brutal agieren. Und ich darf hier zitieren Don Corleone von der Pate: Geld ist die Waffe, abzudrücken ist die Politik. Ja, und die Anleger drücken auch die Waffe und den Verkaufskopf vor allem gestern. Der stärkste Kursverlust seit dem Corona-Crash. Wird aus diesen Verlusten an der Wall Street ein echter Crash werden? Ja, also die Gefahr ist sehr groß. Also insgesamt muss man sagen, dass hier der Abwärtsdruck natürlich extrem ist, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die Wirtschaft würde sehr, sehr stark darunter leiden, wenn diese Zölle wirklich aufrechterhalten werden. Wir sind nach wie vor relativ hoch bewertet an den Aktienmärkten und das bedeutet eben, dass es noch Korrekturpotenzial nach unten gibt und das Ganze kann natürlich eine Abwärtsspirale auch weiter mit sich führen, denn man muss auch sagen, zum Beispiel in den USA, die US-Notenbank, die ist zu konservativ. Sie lehnt sich zu stark nach hinten. In den letzten Tagen kamen immer wieder Kommentare, dass man nichts tun muss, dass es der US-Wirtschaft gut geht und dass man erst mal zusehen wird. Aber der US-Wirtschaft geht es jetzt nicht mehr gut und zusehen ist sehr, sehr gefährlich. Und dementsprechend, wenn die US-Notenbank die Zinsen weiter oben hält, dann wird der Druck weiter zunehmen. Und dementsprechend kann die Abwärtsspirale noch mal 10% nach unten gehen im S&P 500 zum Beispiel. Und der DAX hat ja heute auch den Abverkauf beschleunigt. Wie weit kann er denn noch fallen? Auch dort ist das Risiko, dass wir weiter nach unten gehen, relativ hoch, denn wir sind auch hier in Deutschland relativ hoch bewertet, nach wie vor trotz des Rückgangs. Und wir haben hier natürlich auch die Problematik, dass wir aufgrund des Exports und des letztendlich in sich zusammenbrechenden Welthandels sehr, sehr stark leiden würden. Und wir haben in vielen Bereichen hohe Bewertungen. Wir sind sehr zyklisch abhängig. 70% der DAX-Werte machen ihr Profit im Ausland und dementsprechend ist die Gefahr hier natürlich groß, dass es deutlicher nach unten geht. Allerdings, es gibt einen Hoffnungsschimmer, das ist die EZB, wenn sie die Zinsen senkt, wenn sie vielleicht sogar in einer Notsituation das Anleiheaufkaufprogramm wieder losstarten könnte, denn wir brauchen am langen Ende wirklich deutlich niedrigere Zinsen, als wir sie jetzt haben in Europa, dann könnte das den Markt stützen. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn die Europäer jetzt aktiv reagieren und gegen Trump-Regierung letztendlich Zölle aufbringen und wir in Gespräche kommen, das könnte relativ schnell auch das Ende der Abwärtsbewegung bedeuten. Deswegen ist es nicht alles so schlimm, wie es im Moment aussieht. Nur im Moment in das fallende Messer würde ich nicht greifen, aber man muss sehr auf der Hut sein. Es kommen bald auch Einstiegskurse wieder. Sie haben in den letzten Wochen immer wieder hier bei uns in der Sendung Anlegern geraten, sie sollten mindestens 50% in Cash halten. Wer das beherzigt hat, der wird sich jetzt freuen. Was sollten Anleger denn jetzt tun? Also jetzt, wie gesagt, würde ich empfehlen, noch weiter zuzusehen. Wer wirklich 50% Cash aufgebaut hat, der kann tatsächlich jetzt mit einem gewissen kleinen Anteil schon anfangen, in gewissen Bereichen sich zu engagieren. Das ist bestimmt nicht schädlich. Allerdings, man muss sehr, sehr vorsichtig sein noch. Aber den Tiefpunkt, den kriegt man in den seltensten Fällen. Das heißt, wenn man wirklich 50% Cash hat, kann man anfangen, in diesen Ausverkauf hinein, der sich jetzt gerade abzeichnet, vielleicht auch mal die eine oder andere Position aufzubauen und ganz vorsichtig den Markt abzutesten. Sagt Reza Darius Montaser. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gern.